Hallo, heute machen wir eins meiner Lieblingsgerichte als Kind, Omas Zwetschgenknödel. Dazu brauchen wir Mehl, Hefe, Ei, Salz, Zucker, Butter und Milch. Als erstes machen wir eine Mulde in die Mitte, so hat es die Oma zumindest immer gemacht. Dort legen wir die Butter rein, eine Prise Salz und dort schlagen wir auch das Ei rein. Wie immer habe ich direkt ein Zähler an der Seite, um möglichst wenig Dreck in der Küche zu haben. So, jetzt nehmen wir die warme Milch. Die ist, wenn ich den Finger reinhalte, merke ich keinen Temperaturunterschied. Das heißt, sie ist nicht über 40 Grad, damit unsere Hefe nicht kaputt geht. Das heißt, du bröckelst dann die Hefe in die Milch, den Zucker und das ordentlich miteinander vermengen, bis sich die Hefe aufgelöst hat. Die Hefe hat sich jetzt so gut wie aufgelöst. Vor allem auch darauf achten, dass am Rand keine Hefe kleben bleibt. Und jetzt einfach in die Mitte, in die Mulde hineinfüllen. So. Das Ganze dann hier so ein bisschen vermengen. Erstmal noch ganz leicht. Quasi wie so leicht unterheben. Und jetzt den Mixer zur Hand nehmen und den Hefeteig für 3 Minuten ordentlich durchmixen. Wenn der Teig jetzt wie bei mir zu flüssig sein sollte, einfach nochmal Mehl nehmen und am besten an den Rand hin einstreuen und nochmal weiter mixen. So, fertig. Ich habe jetzt quasi so viel Mehl dazu gegeben, bis das Ganze ein schöner Klumpen ist, der nicht mehr ganz so klebrig ist und auch am Rand nicht mehr hängt. Jetzt das Ganze nochmal zu einem runden Klumpen verkneten. Und auch mal probieren, auch wenn die Oma immer geschimpft hat. Das kann ich immer noch nicht sein lassen. So, wieder in die Schüssel geben. Und jetzt nochmal mit Frischhaltefolie abdecken. Dazu den Rand einfach nochmal leicht befeuchten, damit die Folie besser hält. Und jetzt den Teig bei Zimmertemperatur 30 bis 45 Minuten ruhen lassen, bis es ungefähr die doppelte Menge hat. In der Zeit kannst du schon deine Zwetschgen einfach mit Wasser waschen, dann können die auch schon mal ein bisschen trocknen. So, der Teig hat jetzt genug geruht. Jetzt die Folie abmachen, den gesamten Teig nochmal mit den Händen durchkneten und dann teilst du ungefähr die Größe einer Zwetschge an Menge vom Teig ab, verknetest den nochmal in eine Kugel und drückst den platt, um die Zwetschge dort hineinzulegen. Sollte dann die doppelte Größe haben, damit du den Teig schön um die Zwetschge drumherum schließen kannst. Und jetzt die Zwetschge im Teig nochmal in den Händen kreisen, damit es eine schöne Kugel wird. Und dabei darauf achten, dass nirgendwo im Teig irgendwie eine Lücke oder ein Loch ist, weil dann würde uns der Zwetschgenkloß nachher auseinanderfallen. Also, dass der Teig schön fest um die Zwetschge geschlossen drumherum ist. Und das machst du jetzt mit dem gesamten Teig. Hier sind jetzt die fertigen Zwetschgenknödel. Jetzt haben wir einen Topf, einen möglichst großen Topf mit Salzwasser und den lassen wir jetzt aufkochen. Die Knödel kommen dann in das kochende Wasser hinein, sodass sie sich nicht gegenseitig berühren. Also manchmal muss man sie auch nacheinander kochen, je nachdem wie groß der Topf ist. Und dort lässt du sie jetzt bei leicht kochendem Wasser ca. 15 Minuten ziehen. Während dem Ziehen immer mal ein bisschen umdrehen, sodass sie von allen Seiten schön durch werden. Die fertigen Zwetschgenklöße am besten mit einer Schöpfkelle mit Löchern rausnehmen, damit das Wasser gleich abfließt und schön abtropfen lassen. Und hier ist dann schon mal unser fertiger Zwetschgenkloß. Jetzt fehlt natürlich nur noch geschmolzene Butter, diese schön drüber fließen lassen und was natürlich auf gar keinen Fall fehlen darf, ordentlich Zimt und Zucker. Und hier ist unser fertiger Zwetschgenkloß nach Omas Rezept und den lasse ich mir jetzt schmecken.